I'm today here, part of the organizing team. Together with my 5 other members of the organizing team, we today celebrated the International Women's Day through presenting that there are role models and impactful women in Austria as well. Ich war schon bei der ersten Ausgabe von Women Techmakers Vienna dabei und habe den Tag wirklich toll gefunden und schon letztes Jahr einige Kontakte geknüpft, mit denen ich jetzt immer noch arbeite. Und finde die Initiative aus mehreren Gründen toll. Zum ersten, weil ich bemerkt habe, dass viele Frauen sich bei generellen Tech-Events nicht angesprochen fühlen oder sich nicht hinzugehen trauen, weil sie immer noch annehmen, dass es Events für Männer sind, weil es immer noch als Männerdomäne gezählt wird. Und andererseits auch, weil es sozusagen ein Safe Space ist, in dem sich Frauen wohlfühlen. Es ist toll, dass Männer auch heute da sind und kommen sollen und dürfen. Das finde ich super. Aber so haben die Männer auch die Gelegenheit, mal zu sehen, wie es sich für Frauen anfühlt, immer die Einzigen zu sein und immer aufzufallen. Meine Freundin ist Programmiererin und ist generell so in dieser Szene so ein bisschen involviert, so die Events für generell Tech-Leute in Wien. Und ich begleite sie meistens einfach. Also ich bin einfach nur da, damit sie nicht allein ist. Ich mache ein Startup, der heißt Treats und beschäftigt sich mit gesunder Ernährung. Und wir sind auf der Suche nach einem potenziellen weiteren Teammitglied, das bei uns so ein bisschen die ganze Coding-Geschichte übernimmt. Ich muss zugeben, ich war immer mit dem Fokus auf die Arbeit und auf meine technische Tätigkeit und auf meine Tätigkeit. Aber ich denke, es ist Zeit, dass ich auch was anderes schaue, ein bisschen außerhalb meines Tellers. Well, basically, I'm a woman in computer science, working with only men, I would say. And I would think that it's not always easy to do this because there are always discriminations and everybody has his own opinion about women, and I would really encourage this discrimination to at least have more moderate to be more moderate and to understand that everything is about education and culture and not about gender. Ich bin heute hier, erstens weil mich das Thema interessiert, Women Techmakers, und weil ich Code Week Österreich und Code Week EU vorgestellt habe. Ja, ich finde Events, die für Frauen und die zeigen, was Frauen können in der Programmierung oder auch allgemeine technischen Berufe immer ganz toll. Und mache selber auch gerne bei so Events mit. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich bei Women Techmakers auch einen Workshop gemacht zur Arduino-Programmierung und deswegen kannte ich schon den Event und dachte, ach, ich muss einfach wieder vorbeischauen. Schon einfach, um dabei zu sein. I'm here because this is a conference for women and about women and for men as well, so that they see that we are better than they think we are in IT and just we need more trust in ourselves probably, and this is a good starting point, I would say. Mehr im Internet. Boah, das ist eine gute Frage. Von positiven Beispielen und Toleranz. Basically, of course, I would like to see more about my interests. Ich glaube, im Internet gibt es alles, muss man nur wissen, nach was man suchen sollte. Vielleicht zu verletzende Plattformen von spezifischen Dingen, die Leute brauchen, wie zum Beispiel wir. So Coding Girls, super Exempel. Frauen und Katzen. Okay. I think I see a lot of everything. Too much information, I would say. Maybe filter it somehow in a better way. Tolle Menschen. More role models, female role models. Einfach mehr Leute, die das Internet mitgestalten, weil jeder hat die Möglichkeit, seine Informationen im Internet preiszugeben. Man kann
Man kann Sachen posten, man kann eine eigene Seite bauen, man kann einen Blog haben und so weiter. Und es ist wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, seine Meinung zu verbreiten. Und deswegen finde ich das schön, also jeder sollte mitmachen. Was mir nicht am Internet gefällt. Weniger, ich mag das Wort Idiot nicht verwenden. Ja. I don't like when there's one topic really pushed too much around and you read everywhere about the same thing. Es gibt natürlich immer auch dunkle Seiten vom Internet. Das Internet wird manchmal missbraucht, um Informationen halt zu teilen, die vielleicht nicht angebracht sind oder die halt die einfach nicht sein sollten oder die nicht in die Öffentlichkeit kommen sollten. Generell wie halt auf andere Menschen losgegangen wird, die vielleicht eine andere Meinung haben. Also gerade wenn man sich jetzt die Thematik und Frauen und Computerspiele anschaut, das ist halt schon sehr, ich finde schon sehr besorgniserregend, was da passiert gegenüber Frauen. Generell solche Menschen hätte ich gerne weniger im Internet. I wouldn't like to see so much advertising, of course. Ja, die Überwachung. Dass viele Leute den Respekt verlieren. Also die Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird auf Facebook, auf Twitter. Wovon weniger? Hass und gegenseitige Hetze. Also das brauche ich im realen Leben nicht und im Internet nicht und Betrug. Also das wären auf jeden Fall die 3 Sachen. Und die Überwachung, aber ja, das wäre ein 4. größeres Thema. Well, that's not a lot that I don't like. I don't want people to go to the extreme when it comes to the topic of gender diversity. Like, for instance, the whole idea about feminism and how it can be turned into a negative word. I don't want to see that necessarily. Yes, but very rarely I write in it. I have a personal blog. No. Nein. 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 Nein, ich bin auf Twitter und bei einem Online-Magazin bei FM5, wo ich aber über Musik und Kultur schreibe. Ich habe keinen Blog, ich habe eine Webseite, aber ich habe überlegt, jetzt vielleicht auch einen Blog anzufangen. Ja, also mehrere. Nope. Also mein Hauptthema ist digital und so hat überhaupt Bloggen bei mir angefangen, weil ich habe Digitalks, die Veranstaltungsreihe 2007 gestartet und das war mit einem Blog. It started with social media statistics, to my experience in the Google developer community, and my plan is to write something about Women Techmakers Vienna, how it was today, but also technical point of view, what is my passion, which is at the moment semantic web. Ich würde wieder bei der Musik bleiben. Probably something about sports, IT. I guess I would write about technical stuff. Especially for me to remember what I have learned or read. Es wird wahrscheinlich so ein Mix aus so Programmierung, was ich halt im Job mache, und so generell, wie man so Sachen erkunden kann, also wie man sich selber verbessern kann. Das Thema, was ich mir überlegt hatte, wäre Coworkers, also vor allem die Zielgruppe von Leute, die halt quasi an einem anderen entfernten Arbeitsplatz arbeiten und gemeinsam halt so eine Art Shared Office oder gemeinsamen Office arbeiten. Also das ist halt ein Überbegriff, das ist halt Coworkers, und ich würde halt darüber berichten, wie es halt ist, wenn man nicht in der Firma, sondern remote zum Beispiel arbeitet. Gärtnerei, Nähen, Design, Musik, Bücher. Definitiv gesunde Ernährung.